Hallo an alle Retro-Freunde. Vor 35 Jahren kam die Super Nintendo-Konsole auf den Markt. Dank dem allgemeinen Retro-Fieber und der Seite Retro Achievements sind die Spiele noch so beliebt wie damals. Heute zeige ich euch die meiner Meinung nach 25 besten Plattformer, auch Jump and Run genannt, der Super Nintendo. Nach dem Intro geht's los. Ein böser Kriegsherr versucht das Universum zu erobern, also liegt es an Twinbee und seinen Freunden, seinen Plan zu vereiteln. Du übernimmst die Kontrolle über Twinbee, Winbee oder den Neuling Winbee und kämpfst dich durch die herausfordernden Level. Dieses kunterbunte Abenteuer kam 1994 auf den Markt. 1994 kam Earthworm Jim auf den Markt. Jim hat eine doppelte Aufgabe vor sich. Er muss den vielen Gegnern des Spiels entkommen, weil sie den Anzug zurück wollen, und auch die Prinzessin What's Her Name retten. Ein Jahr später kam bereits Earthworm Jim 2. Super Turrican 2. Wer kennt Turrican nicht noch vom C64? Super Turrican ist zurück und wieder einmal müssen die USS Freedom Forces verhindern, dass die böse Maschine unschuldigen Zivilisationen Schaden zufügt. Dieses Spiel kam 1995 auf den Markt. 1995 erschienen Judge Dredd, das Spiel zum gleichnamigen Film, ein Multi-Release-Plattform-Spiel, was eines der wenigen guten Umsetzungen ist. Also spannende Levels und durchaus einzigartige Wendungen hier im Spiel. Absolute Empfehlung. Ein sehr spätes Mega Man-Abenteuer war 1998 Rockman and Forte. Rockman leitet sich von Mega Man ab, war die Japan-Version, also dieses Spiel erschien 1998 nur in Japan. Mickey Mouse darf natürlich auch auf der Super Nintendo nicht fehlen. Mickey to Donald Magical Adventure 3 kam 1995 nur in Japan auf den Markt. Das kunterbunte Abenteuer lässt euch die Wahl, ob ihr mit Mickey Mouse oder Donald Duck spielen könntet. Am Anfang des Spiels entscheidet ihr euch. Hardy Lightfoot kam von Titus 1994 auf den Markt. Es ist eine Art Zelda-Klon. Ihr seid ja ein Hund oder ein Fuchs und habt einen Freund dabei, einen Vogel, mit dem ihr euch durch kunterbunte Levels kämpft und auf sehr interessante und auch sehr unterschiedliche Bosse trifft. Die Metal Warriors 1995 erschienen, kämpft ihr euch mit eurem Mech durch 9 lineare verschiedene Levels. Ihr könnt aber euren Mech-Roboter jederzeit wechseln und habt diverse Möglichkeiten, ihn abzugraden. Super Ghouls and Ghosts ist das dritte Spiel in der legendären Ghosts and Goblins Reihe.
erschien 1991. Dieses herausfordernde Jump'n'Run, ursprünglich ein Exklusivtitel für Super NES, wurde von vielen Kritikern hochgelobt und seinem sofortigen Verkaufsschlager. Joe and Mac 2 Lost in the Tropics, 1994 erschienen, ist der dritte Teil dieser Steinzeit-Saga. Kämpft euch mit eurer Keule durch 6 total verschiedene Steinzeitwelten. Der Klassiker schlechthin, Donkey Kong Country Teil 3, 1996 erschienen und gehört zu den absoluten Top-Titeln für die Super Nintendo. Auch Super Castlevania, und zwar Teil 4, hat es in die Liste geschafft. 1991 erschienen und wieder einmal müsst ihr Draculas Lakaien zurück ins Grab schicken. Super Metroid Prime, 1994 erschien, und der Klassiker setzt die Geschichte nach den Ereignissen von Metroid Prime 2 Return of Samus fort. Der Klassiker schlechthin, Aladdin von 1993. Auch wenn mir persönlich die Sega Mega Drive Version besser gefällt, gehört es einfach in die Top-Liste. Bei diesen wundervollen Farben und wunderschönen Levels ist Aladdin ein Lichttitel. Pitfall, das Maya-Abenteuer, kam 1994 auf den Markt. Kämpfe dich in 13 Levels durch den Maya-Dschungel. Die Action ist schnell und packend, du musst aufmerksam sein und schnell oder bereite dich auf den Tod vor. Der Action-Titel Nummer 1 für die Super Nintendo erschien 1995. Hagen the Final Conflict, kämpfe dich mit verschiedensten Waffen durch das alte China. Mickey Mouse schafft es mit einem zweiten Titel in die Top 25. Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse, kam 1994 auf den Markt und spielt die komplette Geschichte von Mickey Mouse in einem einzigen Spiel. Über 75 Jahre, deswegen haben wir hier schwarz-weiß und farbige Sequenzen, die sich abwechseln in verschiedenen Levels. Ja, der Klassiker schlechthin, Mario und Luigi, Super Mario World, darf natürlich nicht fehlen in den Top 25. Das erste Abenteuer kam 1991 auf den Markt. Kirby Superstar, relativ spät erschienen, 1996.
Sehr, sehr kunterbuntes Spiel. Das Interessante an diesem Kirby-Spiel ist, dass es insgesamt eigentlich 8 Spiele in einem sind. Demon's Crest von 1994. Absoluter Geheimtipp für die Super Nintendo. Kämpft euch durch extrem herausfordernde Levels mit eurem kleinen Goblin oder Drachen. Das Interessante hierbei ist, es gibt 3 verschiedene Endsequenzen, also ein hoher Wiederspielwert hier im Spiel. Das Ende ist also völlig offen. Ein weiterer Mega Man-Teil schafft es in die Top 25, und zwar Mega Man 12 von 1995. Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest von 1995, der zweite Teil der Saga und der beste von allen 3 Teilen auf der Super Nintendo. Diesmal müsst ihr Donkey Kong retten, der entführt wurde. Ein weiterer Geheimtipp für die Super Nintendo: Lost Vikings von 1993. Ihr habt 3 Wikinger zur Auswahl, mit denen ihr gemeinsam euch durch die Levels kämpfen müsst. Jeder hat verschiedene Waffen und ihr dürft aber keinen einzigen Wikinger verlieren. Also im Team müsst ihr durch die Levels kommen. Auch Tom und Jerry haben es in die Liste geschafft von 1993. Ihr spielt entweder mit Jerry oder mit Puffy und müsst euch durch die Level kämpfen und natürlich immer vor Tom fliehen. Wenig überraschend auf Platz 1 natürlich Super Mario World 2 Yoshi's Island. Kämpft euch mit Mario und Yoshi durch 6 verschiedene Welten.